Wir sind nicht reich wegen dem, was wir haben, sondern wegen dem, worauf wir verzichten können. Wie soll man also Vollkommenheit anstreben? Wo ist unsere Hoffnung? In der Bildung und in nichts anderem. All unser Wissen beginnt mit den Sinnen, geht dann zum Verstand über und endet mit der Vernunft. Es gibt nichts Höheres als die Vernunft. Wer grausam zu den Tieren ist, wird auch im Umgang mit den Menschen grausam. Wir können das Herz eines Menschen daran erkennen, wie er die Tiere behandelt. Die Unschuld hat etwas Großartiges, aber das Schlechte an ihr ist, dass sie sich nicht gut schützen kann und leicht verführbar ist. Das Glück ist kein Ideal der Vernunft, sondern der Fantasie. Je beschäftigter wir sind, desto intensiver fühlen wir, dass wir leben, desto mehr sind wir uns des Lebens bewusst. Genie ist die Fähigkeit, selbstständig zu Begriffen zu gelangen und sie zu verstehen, die normalerweise von jemand anderem gelehrt werden müssten. Der Mensch muss diszipliniert sein, denn er ist von Natur aus roh und will, um moralischen Wert zu haben, muss eine Handlung aus Pflichtgefühl erfolgen. Habt ein wenig Geduld, Verleumdungen halten nicht lange an. Die Wahrheit ist ein Kind der Zeit, sie wird bald erscheinen, um dich zu rechtfertigen. Während das Schöne begrenzt ist, ist das Erhabene unbegrenzt, sodass der Geist in der Gegenwart des Erhabenen, wenn er versucht, sich vorzustellen, was er nicht kann, Schmerz empfindet, wenn er scheitert, aber Freude, wenn er die Unermesslichkeit des Versuchs betrachtet. Moral ist eigentlich nicht die Lehre davon, wie wir uns glücklich machen können, sondern wie wir uns des Glücks würdig machen können. Damit auf der Erde Frieden herrscht, müssen sich die Menschen zu neuen Wesen entwickeln, die gelernt haben, das Ganze zuerst zu sehen. Sucht nicht die Gunst der Menge. Sie wird selten durch ehrliche und legale Mittel erlangt, sondern suche das Zeugnis der wenigen und zähle nicht die Stimmen, sondern wäge sie ab. Aus dem krummen Holz der Menschheit ist noch nie etwas Gerades gemacht worden. Nur derjenige, der selbst erleuchtet ist, fürchtet sich nicht vor den Schatten. Raum und Zeit sind der Rahmen, innerhalb dessen der Geist gezwungen ist, seine Erfahrung der Realität zu konstruieren. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Intuitionen ohne Begriffe sind blind. Jede falsche Kunst, jede eitle Weisheit überdauert ihre Zeit, zerstört sich aber schließlich selbst und ihre höchste Kultur ist auch die Zeit ihres Verfalls. Ohne den Menschen und sein Potenzial zum moralischen Fortschritt wäre die ganze Wirklichkeit eine bloße Wüste, ein eitles Ding ohne letzten Zweck. Aufklärung ist der Ausweg des Menschen aus seiner selbst auferlegten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist die Unfähigkeit, den Verstand ohne die Führung eines anderen zu gebrauchen. Wer sich in einen Wurm verwandelt, kann sich später nicht beschweren, wenn jemand auf ihn tritt. Durch eine Lüge wirft der Mensch seine Würde als Mensch weg und vernichtet sie gleichsam. Der demütigende Unterschied zwischen Laien und Geistlichen muss verschwinden, und die Gleichheit entspringt der wahren Freiheit.